obwohl die Patienten können trotzdem die ganze Flasche auf einen Schlag schlucken. Seit Jahrtausenden verwendet worden, immer höhere THC-Konzentrationen zu bestellen, weil die glauben, die Wirkung ist besser. Es wird leider in der falschen Richtung ausgenutzt. Schreiben Sie mir entweder per WhatsApp, per Telegram, per E-Mail. Ich bin hier mit den lieben Dr. Gall. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ja, aus welcher Stadt sind Sie jetzt? Jetzt wohne ich in Düsseldorf und arbeite in Düsseldorf. Was machen Sie genau? Also ich berate Patienten im Bereich des Cannabis, verschreibe das Cannabis auf Rezept und in der Zwischenzeit verschreibe ich auch Bescheinigungen für die Behörden, Ausweise, Schengen-Formulare für Ausreise im europäischen Ausland. Ziemlich alles. Ja, sehr spannend. Hat sich jetzt was geändert? Waren Sie schon tätig, bevor die Legalisierung stattgefunden hatte? Weil da war es ja noch schwieriger als Arzt auch zu verschreiben. Gegenüber jetzt kann man es ja, glaube ich, jeder Hausarzt auch verschreiben. Früher war das auch so. Konnte jeder Hausarzt verschreiben. Das haben aber nur wenige. Die meisten kennen sich auch nicht aus oder wollten die Zeit nicht verlieren damit. Heute dürfen mehrere. Es ist kein BTM-Rezept nötig mehr. Es wird leider in der falschen Richtung ausgenutzt. Wieso meinen Sie das? Ich meine das, weil es gibt Kollegen von mir, die nehmen jeden auf der Straße und sagen, sie brauchst du das, dann verschreibe ich dir das. Ohne Beratung, ohne gar nichts. Und das halte ich für Schwachsinn. Ja, auch ein bisschen fahrlässig. Auch ein bisschen fahrlässig. Ich meine, es ist ja schon gut, dass die Medizinalcannabis erhalten, die Patienten. Aber es ist trotzdem ohne Beratung, finde ich das nicht richtig. Okay, Wahnsinn. Und was sind dann wirklich so Krankheiten, die üblich sind, bei denen vielleicht aus Ihrer Erfahrung heraus auch Cannabis sehr gut geholfen hat? Hauptsächlich Schlafstörungen. Sehr viele ADHS-Patienten behandle ich zum Beispiel. Es gibt sehr viele Depressive, die einen positiven Erfolg haben mit dem Cannabis. Morbus Crohn, also Darmerkrankungen, zum Teil Schmerzpatienten wegen Rückenschmerzen, was auch immer. Und eigentlich die es am besten haben sollten, das sind die Krebspatienten. Die kommen oder stellen sich das gar nicht vor, weil entweder die Hausärzte oder die onkologischen Klinik ihnen die Zusatztherapie nicht empfehlen. Was ich jetzt zuletzt jemanden hatte, der hatte eben eine entzündliche Darmkrankheit. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er verdampft und nicht das konsumiert. Er hat gemeint, verträgt er nicht. Warum es bei Ihnen jetzt lokal nicht verträglich sein könnte? Oder? Man kann das oral einnehmen als Öl oder als Kapsel. Man kann das rauchen oder vaporisieren, wie man das medizinisch nennt. Bei einem wirkt das nicht, bei dem anderen wirkt das. Was ist so das Üblichste, was empfohlen wird? Eher oral oder vaporisieren? Also ich würde die orale Einnahme für besser halten, weil es ist besser kontrollierbar, obwohl die Patienten können trotzdem die ganze Flasche auf einen Schlag schlucken. Aber das Vaporisieren oder Inhalieren ist für die meisten schon aus den Zeiten der Illegalität am besten bekannt. Mhm. Hat es nicht einen anderen Vorteil auch, wenn man vaporisiert, dass es schneller ankommt, wenn man wirklich Schmerzpatient ist? Richtig. Also wie gesagt, als Zigarette kommt das schneller an, aber das ist auch eine Art Ritual. Cannabis zu konsumieren ist seit Jahrtausenden verwendet worden. Und einem Patienten von mir, der seit 10 Jahren inhaliert, ich kann den nicht überzeugen, zum Beispiel Öl zu nehmen. Das schaffen sie nicht. Ja, es sind ja auch Gewohnheiten, alles was da reinspielt, was der Person dann hilft. Wenn ich jetzt wirklich, ich merke, ich habe eine Entzündungskrankheit oder Ähnliches, habe da Probleme, habe vielleicht privat schon gemerkt, Cannabis kann mir helfen. Kommen jetzt auf Sie zu, wie ist da wirklich der Ablauf? Einfach läuft alles mehr oder weniger online. Die schreiben Sie mir entweder per WhatsApp, per Telegram, per E-Mail, wie auch immer. Sie kriegen von mir ein 6-seitiges Informationsmaterial. Sie müssen mir entweder einen Befund über eine bestimmte Krankheit oder eine Überweisung von Ihrem behandelnden Arzt. Und dann gebe ich Ihnen einen Termin für die Beratung. Und nach der Beratung haben Sie Zugang zu meinem Online-Portal und können sich entweder die Sorten selbst entscheiden
oder fragen mich, was wäre für mich am besten. Ja, ja. Was sagen Sie sortenmäßig? Mehr CBD, mehr THC? Wenn es nach mir ginge, würde ich immer Kombinationspräparate anbieten, weil CBD die Nebenwirkungsrate deutlich sinkt. Das ist aber schwierig. Die Tendenz der Patienten ist, immer höhere THC-Konzentrationen zu bestellen, weil die glauben, die Wirkung ist besser. Und das ist der größte Blödsinn der Welt. Aber das ist wie bei Alkohol. Ne? 60-prozentiges Whisky ist besser als 40-prozentiges. Das ist in dem Kopf des Patienten ein bisschen falsch gelaufen. Also nicht Patienten, das sind eigentlich ganz normale Menschen, die denken, gib mir mehr, dann funktioniert das auch besser. Ja. Ist überhaupt nicht wahr. Ich war ja auch bei Ihnen schon in Beratung, auch aus psychischen Anliegen heraus. Das machen Sie ja auch. Also wirklich Psychotherapie oder wie? Ja, das mache ich. Das Problem ist, dass meine Patienten, auch wenn sie ein Problem haben, die wollen nicht annehmen die Psychotherapie. Die haben es gewohnt, seit 5 Jahren konsumiere ich. Warum soll ich Psychotherapie machen? Muss ich ihm alles meine Geheimnisse erzählen? Muss ich all meine Geheimnisse erzählen? Habe ich all meine Geheimnisse erzählt? Nein, aber Sie haben Zustände erzählt. Ne? Und mir geht es ja nicht um die Diagnose oder was Sie träumen, sondern einfach, was verursacht das für ein Gefühl bei mir selber. Und ich kann nur das Gefühl verändern und nicht die Krankheit. Welchen Übergang sehen Sie von Cannabis auch zu Psychotherapie? Hängt das irgendwie zusammen? Es wäre eine schöne Schnittstelle und großen Mehrwert für... Sag ich mal, ich habe es nicht geschafft, die Leute dazu zu bringen, also in großen Massen. Ja, und die sollen selber entscheiden, bin ich bereit dazu oder nicht. Muss ich mir letztendlich als Patient selber helfen oder sind Sie wirklich die Hilfe? Also ich kann niemandem helfen, wenn er das nicht will. Wenn er das will, dann ist das kein Problem. Das geht auch ruckzuck. Ja, mehr oder weniger. Die glauben, man redet, wenn man beim Psychotherapeuten ist, dann bin ich für die Familie wie verrückt, dann kriege ich irgendwelche Komplimente und wer will das schon? Das stimmt wirklich. Wie gesagt, ich habe ja selber schon die ein oder andere Sitzung bei Ihnen gehabt. Ich muss wirklich sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie ich es jedes Mal sage. Ich denke, ich habe es jetzt mehr verstanden, habe die nächste Stunde und es kommen 2 Fragen, maximal 3. Und ich bin schon wieder so weit, dass ich mir eigentlich auch selber helfen kann und schon wieder viel näher dort bin, meinen Zustand zu lösen, sage ich mal. Und dass es mir wirklich... Ich kann niemandem helfen. Ich bin nicht Gott und ich will es auch nicht sein. Aber der Patient kann sich selber helfen, wenn er bereit ist, die Fragen zu stellen. Ja. Sonst funktioniert das gar nicht. Ja, sehr schön. Zu guter Letzt, haben Sie noch irgendwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt, der Zeit, was Sie beschäftigt? Nee, eigentlich, ich finde das nur das, was in diesem Businessbereich und wir gehen auf die Patienten zu, gib mir 5 € und ich gebe dir ein Rezept. Das finde ich absolut so. Ich kann gut leben mit meinem Einkommen, aber ich finde, die machen einen Riesenfehler für die Patienten, für den Gesetzgeber. Die Polizei kann das nicht mehr überblicken und ich denke, das ist nicht in die richtige Richtung. Sehr schöne Worte. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, schätze ich sehr.